bin jetzt wieder unterwegs auf Alpencross-Tour und habe jetzt ungefähr 25 Kilometer hinter mir. Bin gerade im Lechtal und jetzt kommt gerade heute zum ersten Mal ein bisschen die Sonne raus. Es war heute Morgen stark bewölkt und jetzt reißt es gerade ein bisschen auf. Und wenn man dem Wetterbericht glauben kann, dann wird sich im Laufe der nächsten Tage das Wetter kontinuierlich verbessern. Also beste Aussichten für den Alpencross dieses Jahr. Ich werde jetzt dann das Lechtal gleich verlassen und ins Rotlechtal einbiegen. Und dann kommt für heute der erste richtige Berg. So, jetzt hat es mich richtig erwischt. Es schüttet wie verrückt. Ich habe zum Glück hier so eine Futterkrippe zum Unterstellen gefunden. Sonst hätte es mich jetzt total durchnässt. Aber ich denke, es zieht bald wieder vorbei und dann kann ich weiterfahren. Machen wir erstmal Brotzeit. Der Weg zur Tarentonhütte ist mal wieder ein ziemlicher Reinfall. Auf der Karte sieht es so aus, als würde er sich mit einer normalen Steigung den Berg hochziehen. Aber das ist leider nicht der Fall. Der Weg führt immer wieder durch solche Niederungen und auf der anderen Seite wieder steil hoch. Und so geht es permanent. Sehr anstrengend. Und der Rest vom Weg ist entweder von Kühen zerstampft oder zugeschissen.
Straße nach Wenz hoch war kein besonders großer Spaß. Und zum Ausgleich gönne ich mir jetzt erstmal einen gescheiten österreichischen Apfelstrudel. Lecker! Das könnte der perfekte Lagerplatz für heute Nacht werden. Es ist jetzt mitten in der Nacht. Ich bin aufgewacht, weil ich ganz komische Geräusche gehört habe. Jetzt hört man es wieder. Keine Ahnung, was es für ein Tier ist. Vielleicht ein Hirsch oder ein Rotwild oder sowas. Da jetzt ist es ganz nah beim Zelt. Und auf geht's zum Weißseejoch. Jahre 11. Jetzt habe ich das Ende der Gletscherstraße erreicht und jetzt kommt der Wegabzweig zum Weißseejoch. Ab hier heißt es wahrscheinlich größtenteils hochtragen. Und ich habe gleich noch einen Besucher. Servus. Guten Appetit. Eiskalter Wind pfeift hier. Das ist Wahnsinn.
extrem anstrengend hier hoch. Also sowas habe ich noch nicht versucht vorher. Nur mal um ein Gespür zu kriegen, was man da auf sich nimmt, wenn man über das Weiße Joch will. Also da unten muss man hochklettern. Und da geht es weiter hinauf. Schon einen Großteil von dem Trail von Weißseejoch abgefahren und kann dazu nur so viel sagen, dass es jetzt nicht unbedingt eine empfehlenswerte Route für einen Alpencross ist. Also das Weißseejoch hoch, da trägt man das Fahrrad wirklich sehr lange und sehr steil. Man muss teilweise klettern und muss extrem trittsicher sein, damit das überhaupt einen Sinn macht. Ist extrem anstrengend gewesen. Also ich war wirklich am Ende, als ich oben war, und habe erstmal eine halbe Stunde Pause gemacht. Der Trail runterwärts ins Langtauferer Tal ist für einen geübten Enduro-Fahrer nicht mal zu 50% fahrbar. Jemand, der Standard-Mountainbike-Fähigkeiten hat, der wird wohl komplett runterschieben. Und der Weg ist sehr lang. Auf der Abfahrt hier runter bin ich jetzt auch noch über den Lenker mal abgestiegen. Ist zum Glück nicht viel passiert, nur hier kleiner Kratzer am Knie. Am Fahrrad ist zum Glück auch nichts. Also alles halb so wild. Und den werden wir jetzt mal schnell verarzten. Erstmal die Wunde auswaschen mit Wasser. Dann abtrocknen. Wozu hat man so tolle Bikehandschuhe? Brennt wie verrückt, aber hilft sehr gut.
Wetter entgegen aller Vorhersagen heute eine Katastrophe war. Es war saukalt. Selbst im Tal hat es nur unter 10 Grad gehabt. Es war bewölkt den ganzen Tag und auch die kommende Nacht wird wieder ziemlich schlimm. Habe ich mich kurzerhand entschieden, mich einzuquartieren. Da hier in Südtirol offenbar keiner einen verlausten, stinkenden Radfahrer für eine Nacht nehmen will, bin ich in so ein kleines Hotel eingecheckt. Und ich muss sagen, das ist recht nett hier. Wir haben sogar ein Schwimmbad und das werde ich jetzt gleich erstmal aufsuchen. Der nächste Gipfel ist erreicht, das ist Dös Radont auf 2200 Meter. Ich bin jetzt in der Schweiz und fahre jetzt ins Val Mora ein, eins der schönsten Täler, die es hier zum Mountainbiken gibt. Von hier aus geht es jetzt auch nur noch bergab bis zum Lago di San Giacomo und vorher geht es noch über den Pass Val Mora. Hier in dem Kiefernwäldchen. Das wird ein gutes Nachtlager.
Jetzt bin ich ganz zufällig mitten in ein Transalprennen geraten. Ich bin an zweiter Stelle. Jetzt muss ich Gas geben, weil ich habe 1000 Biker im Nacken. Es ist schon faszinierend zu sehen, wie sich die Biker den Berg rauf stressen. Die sind echt fit. Die Querung vom Passo di Verva jetzt doch schneller gegangen ist als erwartet und ich schon kurz nach Mittag unten in Grosio war, habe ich mich jetzt entschlossen, heute noch den Passo del Mortirolo in Angriff zu nehmen. Aber man hat mal gesehen, in so zum Transalprennen mitzufahren, das spornt schon ganz schön an und erhöht die Geschwindigkeit massiv. Ich glaube, meine Kette braucht jetzt demnächst mal ein bisschen Öl. Oh, was muss ich da sehen? Ein riesiges gefülltes Planschbecken. Die Versuchung ist jetzt wahnsinnig groß, da einfach runterzufahren und reinzuspringen. Aber das gehört wohl zum Privatgrundstück und im Haus da drüben. Da ist nicht mehr viel drauf. Auf dieser Drecksstraße musste ich jetzt ein paar Kilometer fahren bis Ceregolo, aber jetzt geht es wieder hoch in die Berge. Ein Wahnsinnsverkehr hier, LKWs und alles. Ich bin froh, dass ich es überlebt habe. Das ist jetzt der Aufstieg zum Passo di Campo. Man kann hier noch schieben, wobei ich finde, das Tragen etwas bequemer ist. Da unten, da kommt der Philipp, den habe ich beim Hochfahren hier getroffen, der ist auch alleine unterwegs und wir haben uns entschieden, den Passo di Campo gemeinsam zu bezwingen.
Der Weg ist steinig und steil, aber sehr gut zu laufen. Also kein Vergleich zum Weißseejoch, zum Passo di Campo hoch. Wird es wohl 4 Stunden etwa dauern. Ich muss gestört sein. Wahnsinn. Da stellt man sich dann doch lieber mal hinter. Aus der Passabfahrt ist jedenfalls heute nichts geworden. Nach Gewitter, Starkregen und Hagel habe ich jetzt die Route abkürzen müssen, weil die Pässe nicht fahrbar waren. Ich bin jetzt am Lago di Ledro. Jetzt kommt gerade die Sonne raus. Das Licht angeknipst hätte. Ragazzi!
stains I'm trying to hide are made of blood, but dignity and pride. Es gibt doch nichts Besseres, als nach all den Strapazen der vergangenen 7 Tage einfach in den See zu springen.